Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Straits of Cold Steel. Ich habe beim letzten Mal an einer ziemlich fiesen Stelle aufgehört, aber es gibt auch Gutes zu vermelden. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wir haben den letzten Boss im First Try besiegt. Wir sind alle noch wohlauf, zumindest hat das gerade noch den Anschein und hoffen wir mal, dass das so bleibt. Und es gab einen sehr, sehr merkwürdigen Moment, denn am Ende, nachdem der Boss gelegt war, diese komische, keine Ahnung was das war, Geister, untote Maschinen, halb Geist, halb Maschinenkonstruktion, keine Ahnung. Da ploppte am Ende das Wort Valimar oder Valimar oder so auf, keine Ahnung. Und darüber haben sich die Leute jetzt ja noch nicht ausgetauscht. Das wird aber sicherlich noch Gegenstand der nächsten Gespräche werden. Wir müssen uns jetzt vermutlich erstmal sammeln und rekapitulieren, was da zuletzt passiert ist. We're back where we were. Were we caught up in some kind of vision? Looks like everyone's okay. We rushed in and just saw you lying here, and my heart practically jumped out of my chest. You're all here too. So, what was that, Emma? I believe what we experienced was some sort of vision, which would mean what we saw wasn't, strictly speaking, real. But it does seem like in overcoming it, we managed to pass the trial that was mentioned earlier. The fact that Instructor Sarah and the others are here supports that idea too. So, wait. Then the fact that they're down here means... Everything's all normal again? Sure looks like it. The bell stopped ringing, and that field of energy around the building is gone. We won't know for sure without a more thorough investigation. But it looks like the building's gone back to normal, too. Well, that's the best news I've heard all night. So now we can go ahead and have the festival tomorrow, just like it should be, right? Sorry, but I don't think that's gonna happen. But Why? Everything's back to normal now, isn't it? Oh, come on, Sarah. That just ain't cool. I know there's no guarantee this won't happen again, but even still. Oh, come on, Instructor. They're too tired to get your jokes. The festival can't go on tomorrow like she said. But that's because it's after midnight now. So, it'll be happening today. oh, I see. I didn't realize it had gotten that late already. You really had me going there. It's too late for your humor, Sarah. It's 20 minutes past midnight right now. And considering the principal only gave you until midnight, I think you all should be marching straight to bed. After all, you've got your big show coming up this afternoon. You bet we do. All right, let's head back to the dorms, take a quick shower, then go... What? The door! Huh? Where'd that red jewel go? I don't know. It seems to have vanished. It's opening. What? whoa.
Okay. Das sah ein bisschen anders aus als das, was wir zuletzt hinter der Tür angefunden haben. Gibt's das Wort angefunden? Keine Ahnung. Medal of Dawn. Es geht weiter mit den lustigen Medals, die wir hier einsammeln. Sehr schön. Aber guck mal, ich habe Rank A0 erreicht. Das würde jetzt eigentlich eine Goldtrophäe, glaube ich, sogar nach sich ziehen. Und ich hätte gedacht, man dürfte gar nichts verkacken, um den maximalen Rang zu kriegen. Aber scheinbar darf man sich den einen oder anderen Patzer erlauben. Denn ich meine, dass ich in einigen Kapiteln auch Punkte liegen gelassen habe. Aber sei es drum. Guck mal, hier nehme ich auch wieder. Es ist wieder kein S-Grade geworden. Wo auch immer ich jetzt hier was ausgelassen habe, aber es ist, wie es ist. Wahrscheinlich, weil ich nicht mit allen NPCs in jeder Tagesphase gesprochen habe. Das habe ich im ersten Spieldurchgang noch gemacht. Das werde ich vermutlich für Trails of Cold Steel 2 auch wieder tun, aber abwarten. Das Festival habe ich übrigens am Ende der letzten Folge schon wieder komplett ausgeblendet, ne? Aber jetzt ist es wieder im Kopf und in unser aller Kopf vermutlich. Denn der große Tag von Class 7 ist gekommen. Und nicht nur für uns. Class 1 ist bestimmt auch ganz schön aufgeregt. Gucken wir mal, wie das hier vonstatten geht. Oh, die Familienmitglieder trudeln ein. Gaius und Elisa anwesend. Sehr schön. Schön, dass sie es hergeschafft haben. Ist irgendwie komisch, ne? Da sind Elliots Leutchens, die Schwester und der Papa. Da ist der Papa von der Laura. Alle sind sie gekommen. Und der Butler ist sogar auch am Start, der gute Klaus. Rufus ist da, wie ich jetzt gerade versuche, so in meine Erinnerung zu kramen, wer wie heißt. Towel ist am Start. Elise fehlt noch. Die war ja für heute eigentlich auch angekündigt, oder? Es waren noch nicht alle. Ich glaube, da werden noch ein paar mehr kommen. Aber wir werden sehen. Mal gucken, ob der Schlaf ausgereicht hat, um für heute fit zu sein. Aber die Aufregung wird sie alle pushen. Vor allen Dingen kennen wir ja die Songs noch nicht mal, die sie performen. Ne? Das war für mich damals so der aufregendste Faktor an dieser Aufführung. Und natürlich die Frage, geht das ohne Probleme vonstatten? Aber, naja, Class 7 wird das schon regeln, ne? Good, good. This shouldn't feel any different than our rehearsals. The only real difference is that all of that space out there will be filled with a crowd of people. But that's the worst part. Oh, no, no, no. You're not getting out of this now. A girl's gonna be brave. Hooray! Time to go out there and knock those boys dead with a sexy wink. Juices, Marcus. How are you guys feeling? I'm fine about everything except this pairing. Well, at least we agree on something. Hey, if we've got the energy to bicker, we've got the energy to do this show. Looking at us now, you'd never guess at the ordeal we went through last night. You're telling me. That grey night in the depths of the old schoolhouse was enormous. It looks like it has proper joints, so I doubt it's just a statue. I'll bet it can move, just like those archaisms and terrorists are using. The terrorists are using, an astute assessment. The question then is who left it there and for what purpose? Stimmt, die haben das gar nicht weiter vertieft, ne? Die standen davor, haben das erstaunt beobachtet und sind dann gähnend von dann gezogen und schlafen gegangen. Kann man mal machen. It must have been down there for hundreds of years at the very least. In fact, the latest it could have been placed there is the Dark Ages. Yes, that's true. It certainly isn't something that could be created with the level of technology we have today. But is it really okay to leave it with the instructors? I feel like we should be, I don't know, investigating it or something? Well, we didn't really have another option. We have enough on our plate with this concert as it is. Yeah, my mother and grandfather should be coming later today, so we could always ask them to take a look. Well, for now, you just stay focused on the concert. Your families should be here pretty soon, right? Oh, was it that late already? Yeah, I guess it is almost time for my father to show up. I guess I'd better go out to meet my brother. I suppose I should excuse myself as well. Okay, see you all before the main event. Alright, give my best to your families. Okay, guess it's time to head down to the horse races and see who's looking to place a friendly wager, or three.
Today's visitors seem even more well off than yesterday, so I should be able to net myself a little spending cash. Come on, Fee. Mishy panics calling our names. I won't let you beat my top score. You're on. Later, Reen, Emma. Alright, I'll catch you later. Don't go causing too much trouble for the other classes, you hear? And Crow, at least try to keep the gambling in moderation, okay? Ah, moderation, such a familiar sounding word. Na klar. And be sure not to fill up on sweets. I don't want you to make yourself sick before the concert. Ja. Oh, ich mag das immer, wenn sie Ja sagt. Ich weiß nicht. Welcome to Germany, Fee. Aye, ma'am. Sehr cool. Emma ist die einzige, von der wir nichts über ihre Familienbande wissen, ne? Sie ist, glaube ich, generell der Charakter, über den wir bisher am wenigsten wissen. Die ist das ganze Spiel über nonstop ein Mysterium für mich geblieben. Ich hoffe, dass das in den späteren Teilen ein bisschen vertieft wird, was es mit ihr auf sich hat. Guck mal, sie hat so eine Kette um ihre Hüfte. War das da schon immer? Your little sister should be here soon too, right? Yeah, I told her I'd meet her by the front gate around 10. She said she might run a little late, though, so I think I have some time. She really seemed to be looking forward to her visit. I'm sure she'll enjoy seeing the festival with you. Hey, if I can make it through the morning without her nitpicking me, it will be a minor miracle. Are you going to check in with the literature club? I am. I'd feel bad leaving everything to Dorothy. I think I'll walk around the campus with Celine too, though. Oh, gotcha. Das wäre jetzt der Moment zu fragen, Reen. Alles, was du schon immer wissen wolltest. Da gibt's doch 1000 Sachen, oder? Oh, Stille. Aren't you going to ask? About Celine and me? Come on, guck mal, wenn das mal keine Steilvorlage ist. Not to mention everything that happened last night. Well, like Makia said, we have enough on our plate with this concert right now. I just want to spend the morning taking in the festival with Elise. And then be ready to go for our concert this afternoon. Reen. Besides, it's not like you and Celine know everything there is to know about the old schoolhouse either, right? I caught a couple times last night when you seemed like you were as surprised as the rest of us. You noticed that, huh? Ja, guter Menschenkenner, der gute Mann oder Junge. Wie alt ist Reen nochmal? Keine Ahnung. You're right though. There's still plenty about that building that we don't know either. And as for that armor sleeping in its depths, I only know a few ancient legends regarding it. I see. Still, would you be willing to share what you know with us after the festival's over? I would. I'm afraid I won't be able to share everything, but I'll be able to tell you a fair amount. That's good enough for me. I'm glad you're here with us, Emma. Let's give the crowd a real show to remember this afternoon. Of course. Ja, für die Moral ist es wahrscheinlich besser. Und für die Motivation und fürs Mindset, das auf später zu vertagen. Aber ich finde, Reen hätte schon viel, viel früher neugierig sein können. Der hatte ja immer Vorahnung und es gab im Spiel so viele merkwürdige Zufälle, die im Zusammenhang mit Emma standen. Alright, Elise said she'd be coming in around 10. I've still got a little while before the show's up, so I guess I'll wander around the festival for a while. Oops. Oder auch nicht. George said he was going to stay down in the old schoolhouse studying our find from last night. Maybe I should take him something to eat. He seemed so excited he probably forgot to take any food. I'm thinking something sweet, a pie maybe? I just have to hope I can make a good guess at what he'd like. Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir aber nicht irgendwelchen Süßkram irgendwann mal zusammengekocht, noch als Überbleibsel, wahrscheinlich schon längst abgelaufen, aber hey, Augen zu und durch, ne? Am Ende hängt dann George den ganzen Tag über der Kloschüssel, das wollen wir natürlich auch nicht. So, ist das jetzt auch mein Hauptziel? Vermutlich schon, weil hier habe ich kein rotes Ausrufezeichen, das heißt, ja, hier wird es dann wohl erstmal nichts geben, solange bis ich beim Schoolhouse bin. So, the day of reckoning has finally arrived. I'm actually rather nervous, but you shouldn't take that to mean you have a chance of outperforming us.
Ja, machen wir sowieso. Egal, was du uns erzählst. Wir werden euch in Grund und Boden spielen. Und ich formuliere das jetzt einfach mal so, wie ihr das auch immer macht. Weil ihr einfach nichts könnt und wir die Allergeilsten sind. So, jetzt habe ich es auch mal gesagt. Fairest, most wonderful of sisters, the time has finally come. Cast your fears and worries aside as your beloved beatific brother is now here. Was ist denn beatific für ein Wort? Now come, dive into my warm embrace. My strong arms will free you from the stranglehold of nervousness. But put your arms down, you buffoon. Do you really believe that I, fairest Floret, would succumb to mere nerves? Oh, da stottert jemand ein bisschen. Na, doch nicht so entspannt, ne? Listen and listen well. So, Class 7 does not stand a ghost of a chance against us today. She's just a bag of nerves. Aber muss sie doch gar nicht sein. Mann, diese Erpichtheit darauf, unbedingt besser sein zu müssen als ihr. Ich könnte die Aufregung verstehen, wenn sie Angst hätte, sich vom Publikum zu blamieren oder ihren Text zu vergessen. Aber alles immer nur Class 7, Class 7. Worry not, sister of mine. Have faith in the steps you've taken to overcome your clumsiness. Your clumsy, faltering feet have brought you this far and they will not betray you now. Boah, ey, würde mir das auf den Sack gehen, wenn mir mein Bruder so zureden würde, so aufgeblasen. There was no need to repeat the clumsy comment. Er meint's aber nur gut, ne? Worry not, sister of mine, clumsy. Okay. Hier wiederholen sie sich. Sag mal, hat Sarifa eigentlich nur die gleiche Haarfarbe wie die restliche Family? Weil das so muss. Die sind bestimmt gefärbt, oder? Das stand bestimmt als Voraussetzung für den Arbeitsvertrag drin. Master Vincent cannot contain his excitement for Lady Ferris' operetta. His enthusiasm is infectious. For my part, I will be praying that her class puts on a successful and satisfying performance. Ja, das hoffe ich für die auch. Ja, tatsächlich sogar. Auch wenn ich gerade sehr gemeine Dinge gesagt habe. Aber das war so eine kleine Persiflage auf das, was die hier immer von sich geben. Yo, I've heard all about those outfits you've got ready for the ladies. You just leave it to me. I'll be snapping so many pictures your head will spin. This mini-concert is gonna be awesome. Aha. Don't know if you've noticed, Rin, but Class 7's full of cute girls. Nee, ist uns noch gar nicht aufgefallen. Can't wait to snap some pictures of them. Aber bitte nicht unter die Miniröcke gehen, ja? Das wäre dann schon wieder ein bisschen unanständig. Hi, Cindy. Ach, Cindy und Seria? Wer ist Seria? Perhaps we arrived too early. They aren't even letting people in yet. Too early? Don't be ridiculous. We're going to be the first ones in and get the very best seats. And once we're there, we can eliminate all of the men who would dare to gaze at Lady Laura with their lecherous eyes. Ach, das sind... okay, jetzt weiß ich wieder. Das sind die Mädels aus Legram, die ihre Beschützerinstinkte wieder mitbringen hier. Indeed, we must protect Lady Laura at all costs. Ja, traut ihr das mal ruhig weiterhin nicht selber zu. The two of you need to regain your composure. We must be calm, efficient and ready to leap into our seats in the blink of an eye. Ja, na dann macht mal. Dann will ich aber auch, dass ihr da ganz vorne auch die meiste Stimmung macht, ne? Und am lautesten klatscht und mitgrölt und hast du nicht gesehen. Get it together. If we don't protect Lady Laura, who will? Wow, das hat mich damals schon so ein bisschen getriggert, ne? Das tut's jetzt immer noch ein bisschen. How blessed we are to get to see Lady Laura perform live in concert. I simply can't believe it. Oh, Chloe, I'm so excited. I'm afraid my heart will leap right out of my chest. Na dann, halt's mal fest. Nicht, dass du vor dem großen Moment hier irgendwie abklappst oder so. So, dann machen wir hier mal unsere Runde, unsere obligatorische. Wer sind Sie? The performances here are always so elaborate. Last year, they even had a surprise rock concert, so I can't wait to see what this year has in store. Aha, du hörst gerne Rockmusik? Cool. The performances here are always has in store. Okay, das haben wir gerade eben schon mal gehört. So, was geht auf dem Field ab? Können wir noch eine Runde reiten, wenn wir Bock hätten, theoretisch? Ich meine, Milliam und Dings haben sich auch zum Mishi-Panic-Spielen verabredet. Millie sage ich schon, Milliam und Fee. Nice to see the situation in Crossbar hasn't really decreased our number of visitors or anything. People have got more than enough to deal with in their day-to-day lives. We should give them something to enjoy today. Ja, da sind wir auch schon gut dabei, würde ich sagen. Wir geben uns allergrößte Mühe. Boy und Man. Okay. Father, I want to ride the horse too. Darf er nicht?
Ist hier schon zu? Bestimmt nicht, oder? Look at all the fun he's having. Alright, son, now we ride. Yeah! Sehr cool. Ist also doch alles noch offen. Könnte ich jetzt hier theoretisch versuchen, meinen Rekord zu brechen? Nicht, dass ich das vorhätte, aber wir werden es gleich herausfinden, weil ich werde jetzt mit allen schnacken. Hallo Lambert. In this corner we teach those without experience horse riding basics. How about you? Are you or any of your classmates interested in learning? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Teacher in Form von Gaius, aber auch Alisa ist ja da relativ bewandert und Laura, glaube ich auch. Laura war gar nicht in den North Highlands mit dabei, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, ist das peinlich? Das ist peinlich, ne? Ich erinnere mich bei den North Highlands halt nur an Gaius und an die Szene mit Alisa. I'm way better than that guy. Wer spricht hier mit wem und über wen? Young Man und nochmal Young Man. Ich dachte wieder, dass du der Typ von Kirsches wärst, aber das bist du nicht. Don't be ridiculous, you're shaking in your boots. Ja, worum geht's? Ich bin mir nicht sicher. Hat bestimmt irgendwas mit Pferderennen zu tun. So, achso, guck mal, was gibt's hier jetzt? Guck mal, hier werden Wettbewerber ausgetragen. I see. Lambert left me in charge of reception. Part of the job is keeping an eye on Whitcomb, so he must have quite a bit of faith in me. Just the thought of it makes me super motivated. Das ist doch schon mal gut. Doesn't seem like we've got any shady second years trying to gamble today either, which means we can go all out with Super Stallion. Na, da machst du deine Rechnung aber ohne Crow. Der wird sich doch safe hier irgendwo verkrümelt haben und im Hintergrund wieder seine Geschäfte abwickeln. Wobei, wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall nicht auf dem Field anzutreffen. Aber da hinten ist auch niemand, also keine Ahnung, wo der sich hin verkrümelt hat. Das werden wir heute eventuell noch rausfinden. Oh, hallo Owner Howard. Was ownst du denn? Dich kennen wir schon, aber ich kann dich gerade keinem Laden oder irgendwas zuordnen. Yo, I came to check out the festival too. You've got some big show this afternoon, right? Break a leg. Doesn't really matter how you perform since all the attention's gonna be on those outfits, the goods especially. We'll be sure to put on a good show though, just in case someone does pry their eyes away from the costumes. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie traurig. Ja, traurig ist ein gutes Wort. Dass keiner irgendwie wertschätzt, wie viel Arbeit da auch eingeflossen ist und keiner auf die musikalische Darbietung auch gespannt ist, sondern alle nur auf die Outfits geiern. Was sind das hier für Leute? Also mal ernsthaft. So, was ist mit dir? Things are getting pretty scary over in Crossbell. I mean, it might be over in a few days, but you never know if the Republic might try something. Opportunists, all of them. Eigentlich so ein leichtes Wort wieder, ne? Well, I guess all of the Academy's directors were able to attend the festival. There's not much to worry about. Everything must be under control at the moment. Ja, 100%ige Kontrolle hat man halt nie, glaube ich, in solchen Situationen, aber man tut, was man kann, ne? Hey, did you hear? Apparently Class 1 was practicing all the way up until yesterday. Grr, I don't want to lose to anyone, but I want to lose to them least of all. Especially since they're always saying our class is the one with all the weirdos. Well, we'll show them good. Ich finde Weirdo ist, klar, das ist von denen wahrscheinlich beleidigend gemeint, aber ich wäre ja stolz drauf, dass eure Klasse nicht ist wie alle anderen. You can win some really cute plushies at Mishy Panic, so come on down to the Gymnasium. Ja, machen wir gleich. Ich will nur erstmal, weil ich jetzt interessiert bin an dem, was uns Emma mitzuteilen hat, wir erstmal mit ihr sprechen. You must be just as tired as we are after last night. There are still plenty of mysteries for us to solve, but worrying about them now isn't going to help anyone. We've got a concert to focus on. Da sagst du was? Noch ein Gedanken, Reen? Nein. Jetzt hört er nur dem miauenden Kätzchen zu. It looks like Celine's taken an interest in the festival too, so I've been showing her around a little. It's a nice feeling, knowing we can relax and enjoy ourselves like this after last night's ordeal. I'm glad we were able to resolve the problem at the old schoolhouse. Couldn't agree more. She looks genuinely relieved. Ja, wahrscheinlich, weil du sie nicht unter Druck gesetzt hast mit deiner Fragerei. Huh? You want me to buy you some food from the stalls? I'm not entirely sure that's a good idea.
Ich glaube, das sieht Celine ein bisschen anders, aber ihr werdet euch schon irgendwie einig. Ich stimme mir da übrigens nicht zu, dass wir irgendwie alles gelöst haben, was das Old-School-Haus betrifft, einfach weil diese riesige Maschine am Ende doch ganz schön viele Fragen aufwirft, auf die wir jetzt noch keine Antworten haben, aber naja. Welcome to Mishy Panic, the best place to let off stress by smacking something adorable. Wait a second, wasn't the bank and Crossbell in charge of Mishy's theme park? Oh, who cares? Nobody seems to be bothered by that so far. Who knew violence against cute things could be so refreshing? Welcome to Mishy Panic. Ist aber schon ein bisschen gewaltverherrlichend, wie sie das hier so formuliert. Welcome to Mishy Panic, where cute things are evil and must be punished. We only have a few of our special prizes left. Get in before they're gone. Ja, also noch eine Runde spielen werde ich nicht. Ich glaube aber auch irgendwie, dass das gar nicht geht. Einfach weil wir auch vorhin nicht reiten konnten. Aber lasst es uns doch gemeinsam herausfinden. Oh, hier ist aber was los. Oh! Kinderversammlung auf jeden Fall am Start. Hi, Emily. No matter how much I try, I can't beat the target score. If I ever meet whoever came up with these crazy movement patterns, they're gonna regret giving me a giant hammer. Da ist aber jemand motiviert. Naja, vielleicht schaffst du es nach ein paar Versuchen noch. Reflexes alone are insufficient to get you through this game, it would seem. They put quite a bit of thought into this. Ja, kann man so sagen. Ist die Frage, ob die das Ding hier alleine konstruiert haben oder ob die das einfach irgendwo fertig gekauft haben. Und das hier in dem ganzen Land vielleicht auch auf diversen anderen Jahrmärkten anzutreffen ist. Glad to see the festival went forward in spite of everything. What in the world happened last night though? Maybe I should send something into Abendtime asking about it. Vielleicht. It's great that we went forward with the festival and all, but what even happened last night? Maybe I should send something into Abendtime. Ja, mal gucken, ob du darauf eine Antwort bekommst. Ich glaube, die wissen nämlich auch nicht viel mehr als du. There's a pattern to Mishy's appearances. If you can't figure it out, there's no way you'll be able to beat our score. Aha. Du bist also der Top-Score-Holder, oder was? Yeah, what he said. You might as well give up now. A simple game like this is child's play. Kay is in charge of the actual hitting though. He's the brawn, I'm the brains. Okay. Pinky at the brain hier am Start. Okay, also der wird wahrscheinlich genau die richtige Schlagreihenfolge ausgerechnet und ermittelt haben und er ist dann der Ausführende. Das nenne ich mal clever. Won every round that I didn't even break a sweat. There's no way Rosine won't be impressed with a feat like that. Ja, won every... Ja, ist sie heute gar nicht bei euch? Die werden wir vermutlich in der Kirche antreffen oder so. Oh, we just can't win. Come on, Rudy, you gotta try harder. Are you serious? You know those two are unstoppable together. We played rock, paper, scissors to figure out our teams, but that didn't work out so well. This is so unfair. Ja, da haben sich zwei gefunden. Ich finde das aber irgendwie niedlich, wie die zusammen an einem Strang ziehen und jetzt hier so den Score halten, auch wenn das für die anderen ein bisschen demotivierend ist. We gotta go 2-on-2 then. Grab yourself a hammer, Emil. Okay, also hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Mal gucken, ob sich einen Tag später, wobei einen Tag später werden wir hier vermutlich gar nicht mehr rumlaufen können, ich weiß nicht mehr, aber ob sich hier noch Veränderungen ergeben an der Spitze. Klingt gerade eher nicht danach, aber sag niemals nie, ne? So, ich glaube, das Hauptgebäude werde ich mir wieder für den Schluss aufheben. Ah, guck mal, hier steht Emma mit ihrer Family. Welcome to Class 4's Eastern Tea House. Ich habe mich da so wohl gefühlt, das habt ihr gut gemacht. How about it, mister? You can even get your fortune told here. It's totally reliable, too. Ah, das war dieses Glückskeks-Thema, worauf sie hier anspielt, ne? Ja, ist die Frage, vertraust du eher dieser Geschichte oder eher einer Beryl, die dir auch ein bisschen was in Aussicht stellt? It's been some time, Reen. It really has, Viscount Arcade. Good to see you. I see you brought Klaus with you. I wouldn't miss Lady Laura's concert even if all of my bones were broken and I had to drag myself to this academy.
Ich mag diesen Mann irgendwie unglaublich gerne. Das ist so cool, wie der im Alter sich irgendwie immer noch so eine Lebenslust aufrechterhält und so ein Humor. So will ich auch irgendwann mal werden, wenn ich älter bin. I understand Klaus' appearance, but you have more important matters to attend to than a school concert, Father. I'm glad to see that you both made it, but it would be a lie to say I'm not worried. She has a point. Was it okay for you to leave the Courageous? Your fears are misplaced. The situation abroad may be somewhat shaky, but the Courageous isn't a military vessel. While I and the crew think it's regrettable we've reached this point, it's not our place to intervene. We intend to escort Prince Oliver to the peace talks, nothing more, nothing less. I see. So that's what's going on in Crossbell. Was? So viel haben wir jetzt eigentlich gar nicht erfahren, aber okay. However, our duty does not change the fact that we are here for a brief respite. My lord, please purge all thoughts of political machinations from your mind and enjoy yourself while you're here. My thoughts exactly. In fact, I'd like to take this opportunity to finally explore your academy. Would you mind guiding us around, Laura? If you so desire. Have a good time, you three. Ja, haben sie. Ich dachte, sie wäre auch schon mit dabei, also beim Rumführen. My father seems as busy as ever, but I'm glad to see he's doing well. Well then, I suppose I should show him around the campus. Ja, klingt nach einer guten Idee. Machen Sie das mal. Hey Klaus, mein Bester. How fortunate we are to have Lady Laura guide us around the academy. I, for one, am looking forward to seeing what sort of place this is. Und, wie gefällt dir, was du so siehst bisher? Ist noch zu früh, ne, für ein Fazit. I must say, Irene, you have a certain look about you today. It's the look of a man who's overcome a great burden. Was der so alles sieht. It's incredible that you can read all of that from my face alone. Aber Irene bewegt sich auch so entwicklungstechnisch in eine Richtung, wo er als Erwachsener bestimmt genau die gleiche Gabe haben wird. Last night saw Class 7 pitted against something none of us could have ever imagined, but we didn't let that stop us. We combined our strengths and ultimately managed to take it down. Well, that would certainly explain my daughter's jovial expression today. Ich kenne jovial im Deutschen, aber nicht im Englischen. Deswegen bin ich auch bei der Aussprache raus. That or perhaps your upcoming performance. If your class coordinates well enough to topple challenges like that, I can hardly imagine what you do with a concert. We won't let you down. We finally have the crew and supplies in place to launch the Courageous. While things are less than ideal internationally, that's not for you to worry about. Right now, you need to keep your mind on your performance. Mine certainly is, and I can hardly wait. Das ist gut zu hören. Irgendwas wollte ich gerade noch zu ihm sagen. Ach so, ja, ich fand, das ist irgendwie super merkwürdig zu beschreiben, was sie letzte Nacht erlebt haben. Ne? Also er hat es gerade so sehr kryptisch, dramatisch umschrieben und hat damit auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber wie erklärst du jemanden im Rahmen so einer Veranstaltung, was da letzte Nacht passiert ist? Glaubt dir doch kein Mensch. So, warte mal, macht das jetzt Sinn, hier noch zu angeln? Nee, wir haben auch keine neuen Fischbestände. Das heißt, das nehme ich jetzt mal als Zeichen hier weiterzumachen. Hey Jane! I thought it would be nice to come and see the festival since I had some spare time. It seems Edith's raised some fine herbs, although that comes as no surprise. These cute flowers must have been raised by one of the club's members too. Bestimmt fies, oder? Look at how beautifully it's bloomed. You can tell whoever raised this put a lot of love into helping it grow. You can learn a lot about a person by looking at something they raised. These flowers had a lot of love poured into them, but it was a gradual process. Whoever raised them must have come into bloom herself. Diese Analogien, die hier zu Vieh automatisch aufkommen, das ist schon interessant zu hören. Hallo Edel, na, weiß ich, kann hier immer noch einkaufen? Ach stimmt, ich sollte aber auch noch was für George mitnehmen, ne? Ich weiß, das ergibt jetzt gerade gar keinen Sinn, aber ich will hier eine 10 zu stehen haben. Ist mir egal, in welcher Phase des Spiels wir hier gerade sind. Und ob wir vielleicht bald durch sind und es gar nicht mehr lohnt, ist mir Wurst. Jane stopped by earlier to compliment our herbs. As I always say, if you pour your love into whatever you're raising, it will turn out great. Gardening really is a wonderful thing.
Jane stopped by. Great thing. Okay. Ja, kennen wir. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich mag Ediths Passion für das Thema sowieso. Ich mag ja generell Leute, die passioniert bei irgendwas sind oder für irgendwas sind. Und ja, Edel ist da ganz vorne mit dabei. So, ich traue mich jetzt mal hier hinzugehen. Einfach nur, um kurz zu gucken, ob wir hier ein rotes Ausrufezeichen haben. Und ja, das haben wir. Alles klar, mehr wollte ich gar nicht sehen. Leute standen da gerade nicht mehr drumrum, oder? Ich bin gerade so schnell gewesen, nach diesem roten Symbol Ausschau zu halten, dass ich den Rest komplett ausgeblendet habe. Aber ich glaube, mir wäre es aufgefallen, wenn da jemand noch gestanden hätte. Egal, früher oder später kommen wir ja da nochmal hin. Na, ihr zwei? Yo, Rin, it's been a while. Hey, Towel, did you come all this way just for the festival? Of course not. I wish, but sadly I'm mostly here for work. Tagged along with Viscount Arcade, actually. What would he be doing here? Wir waren doch gerade schon bei ihm. I can't speak for the Viscount, but Towel and I came to swap info. Tensions are on the rise in Crossbell, and the forecast doesn't look pretty. That's why we need to keep as up to date as possible about what's going on. That makes sense. Hold on, did you say swap info with who? Toby, long time no see. And here he comes now. Wer denn? Dich kennen wir. Das ist Micht. Das ist der Pornshop-Betreiber. Oder? Oder? Ja. But how many damn times have I told you to see me first if you're ever in Trista? You're never gonna be a productive member of society if you can't take some friendly advice, Toby. How many damn times do I have to tell you to stop calling me Toby? And enough with the life advice. You're not my dad. You're just old enough to be. I wouldn't have expected the two of you to be acquainted. Hey, once upon a time I took care of this little runt. You could say that since then the two of us have been stuck like glue. Two of us have been stuck like glue. Yeah, you took care of me. That's sure one way to put it. Especially if you ignore the fact that you used me and turned my life into a freaking bestseller. Oh, I read that one actually. Oder I read? Tut sie's oder tat sie es? Ich weiß nicht. Your youth must have been quite a roller coaster, but at least it made for some good reading. By the way, who was that sister in it? She was really larger than life. Half the book was stuff this old geezer exaggerated or made up. Okay, sure, I might have bent the truth a little bit in the part where I died. I guess they've known each other for a long time now. As much as I hate to break up the good times, Instructor Sarah and Torval said that they were hoping for information. Does that make you their source? I guess you could say that, though I prefer the term information broker. It's really more of a hobby than anything. Running the pawn shop's my main gig. A hobby, says the man holding some of the most dangerous info money can buy. On that note, are we going to spend all day flapping our gums, or are we going to get down to business? Fine, simmer down, young lady. Simmer, nicht stimmer. Simmer, stimmer. Gesprächsstoffe denen vermutlich erstmal nicht ausgehen. Things must be pretty dire in Crossbear right about now. I should go. I get the feeling that I'm not meant to hear what they'll be discussing. Oh, respektvoll wie eh und je, so kennt man ihn, unseren Schworser. Alright, that reminds me. Are you doing okay, Reen? Are you worried about us being tired after last night? I got a lot of rest, so I'm feeling fine. That's good, but you can see why I'd be concerned after you tell me you fought some sort of nightmare shadow beast. Okay, now you've got my attention. What's all this about? Oh yeah, something went down here last night, didn't it? It certainly had all of you running, but I never found out what happened. Tja, die Information lassen wir uns jetzt auch was kosten, oder, Reen? Where do I even start? Anyway, Reen, don't you worry about the trouble outside the academy for now. The only thing that should be on your mind is the concert this afternoon, because I'm really excited to see it too. You mean it? Okay, we won't let you down. Das verspricht er jetzt jedem. Das erhöht nur den Druck, wenn du das tust. They're in the middle of an intense discussion. You can't be serious, him?
Whoa, slow down, old man. Are you sure this info's legit? That's just how I thought you'd react. I hate to say it, but it's true. Once the word's out, it's gonna spread like wildfire too. I can't believe this. Not after everything he's done for us. Damn it, we need to talk to Michel right now. Michael? Bei Michael fehlt mir noch ein A. Ich sage einfach Michel. Now's really not the time to interrupt. In the middle of now. Okay. Ich finde es aber irgendwie cool. Aber das ist ja so typisch für die Spiele irgendwie. Zuerst heißt es, naja, die sind in einer angeregten Diskussion und wir mischen uns nicht ein. Und dann hört man halt doch die Diskussion, ne? Die Falcom-Leute haben einfach irgendwie Bock, Texte und Dialoge zu schreiben, ne? Da bekommst du so viel, wenn man das gerne hat. Und das ist für die Immersion, finde ich, halt auch sehr, sehr wichtig, auch in anderen Spielen. Das bedient keiner so gut wie Falcom hier in den Legend of Heroes Spielen. Zumindest nicht gemessen an dem, was ich bisher so gespielt habe. So, stimmt, George haben wir nicht angetroffen, weil der wartet ja im Schoolhouse auf uns. Dem müssen wir auch noch eine Kleinigkeit kaufen. Warte mal, ich nehme mal die beiden Mädels hier noch zum Gespräch mit. It's such a bummer that this is the last day of the festival, but I guess that means we have to have enough fun to last us until next year's. Ja, such a bummer, next year's, jawohl. Und sie so? Oder du? How about we get started by checking out all the food stalls? Between the two of us, we should be able to try a little of everything. Irgendwie habe ich gerade voll das Déjà-vu. Haben die beiden Mädels nicht am letzten Tag genau das Gleiche gesagt? Also gut, die erste nicht, weil die meinte ja auch, oh, ist jetzt der letzte Tag und so. Aber ich meine, inhaltlich ging das in eine ähnliche Richtung. Aber kein Plan. Ah, guck mal. Hier sind auch einige Leutchens, aber wir starten mit dir. Sounds like something really crazy went down at the old schoolhouse last night. I heard rumors there was something amazing on the lowest level, but nobody seems to know what the amazing thing was. What? You don't know either? Man, now I'm even more curious. Ornreen, hast du den gerade ernsthaft angelogen? Hast du gerade gelogen? It sounds like it was something pretty big if the principal got involved, but I've got no idea what went down there. Maybe I ask Instructor Thomas for the scoop later. Mach das mal. Der wird bestimmt bestens informiert sein und dir alles erzählen, was du wissen willst. Aber Reen lügt hier erstmal. Reen, das merke ich mir, ne? Von wegen hier immer Saubermann-Image und so. Deine Fassade bröckelt, ja, als offene und ehrliche Haut. Pierre, der wird heute bestimmt nicht schlafen können, ich sag's euch. So, there's an operetta and a mini concert today. They both sound like fun to me. Oh, your class is doing the concert? Good luck. Dankeschön. Dass er da nicht nur noch aufgeregter ist, wenn er mit den Leuten so spricht darüber. We're turning the stage shows today into a little date. I think today's going to be fun. I'm really grateful to you students for setting up such a primo date spot. Was ist denn Primo für ein Wort? Fun, Primo Date Spot. Okay, ach, ihr beide habt ein Date oder was? Ich dachte gerade am Anfang, dass das irgendwie Vater und Tochter werden oder so, aber nee, der Typ, der sieht ein bisschen jünger aus, als ich den zuerst im Blick hatte. Kalinka! Ich dachte auf den ersten Blick, dass du Annabelle bist. Das sind die Freunde von Elliot. Wait, aren't you Elliot's friends from the Music Academy? That's right, Reen, wasn't it? We've heard all about your concert, so we thought we'd come along and see it ourselves. Oh, das wird Elliot so freuen. Elliot arranged it all himself, didn't he? There was no way we could miss something like that. We could miss something like that. Yeah, I can hardly wait. Thanks for coming. I hope it will be worth your while. By the way, we are doing a concert, but it's not going to be the kind you're used to. It's a new genre of music, sort of. Und da war sie mal wieder, die Post. Immer wenn ich aufnehme. Wobei, in letzter Zeit hat das ein bisschen nachgelassen. Gab einige Let's Plays, wo es häufiger zur Unterbrechung dieser Art kam. So, wo sind wir stehen geblieben? Bei Elliots Freunden, ne? Ja, genau, darüber bin ich vorhin schon gestolpert. Also für euch vor 2 Sekunden oder so. It's a new genre of music, sort of. Das hat mich sehr überrascht, weil... Also, wenn ihr es hört, könnt ihr euch ja selber einen Eindruck von machen, aber so revolutionär finde ich das jetzt persönlich nicht. Aber mal gucken. I do hope you enjoy it, though.
A new genre, that sounds interesting. Now I'm even more excited. Elliot should have told us about that. He didn't say a thing. Well, it certainly seems like they have a good time. Vor allen Dingen hat Elliot die 3, glaube ich, gar nicht ins Spiel gebracht, ne? Der hat nur davon gesprochen, dass seine Family kommt. Oder hat er überhaupt irgendwas dazu erwähnt? Keine Ahnung. Die hatte ich auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm. Elliot did mention that he was trying something new in his letters, and he's such a perfectionist that I'm sure it will be something special whatever it is. I can barely wait. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite haben und dich mitreißen können. Das ist der Plan. We're actually supposed to be meeting Elliot in a bit. It will be our first chance in a while for the 4 of us to sit and talk music in a long time. I'm looking forward to it. Cool. We're actually supposed to... Okay. Ich dachte, der würde sich jetzt vielleicht hier bei denen einfinden, aber der wird jetzt wahrscheinlich noch bei den Proben sein oder so. A new genre of music, that sounds fascinating. I can't wait to hear it. Our teachers back at the academy are always telling us to break out of our comfort zone and listen to new things. So today couldn't be more perfect. I can hardly wait to see you play. Ja, mach dich da mal auf was gefasst. Aber wir setzen die Messlatte immer weiter nach oben, ne? Immer weiter und immer weiter. Wenn wir da nicht einen Sturm der Begeisterung auslösen, ja, dann ist das voll belastend. Hi, your class is doing a concert today, right? Tower and her friends concert last year was a real hit, so I'm looking forward to seeing how yours measures up. Just make sure you have plenty to eat to keep your energy up. Seeing kids like you in the finest moments is what us staff members live for. So make sure you have plenty to eat so you can make this concert one of them. Ja, ich weiß immer nicht, ob sie einfach nur so ein umsorgendes Muttchen ist, was halt gerne andere mit Essen versorgt, oder ob das einfach voll die perfide Geschäftsidee ist. So über diesen Eindruck, den sie erweckt, vielleicht die Leute dazu zu bewegen, Essen bei ihr zu kaufen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Szenario oder Gedanke 1 richtig ist. I hear your class is putting on a show for the festival today, but you're not going to be able to perform on an empty stomach. Go ahead and order something if you feel hungry. Machen wir. Today is your big day, isn't it? Make sure you've had plenty to eat before you go on stage. You need the energy. Ja, ist wahrscheinlich richtig, was die alle sagen, aber wenn ich mir den Wanst vollstopfe, ne, dann bin ich erstmal todmüde und habe erstmal gar keine Energie. Also mich knockt Essen, vor allen Dingen zu viel Essen, prinzipiell eher aus, als dass es mir Energie gibt, aber so ist halt jeder ein bisschen anders, ne? I was guiding visitors to our chess lessons when an unpleasant-looking little girl started threatening me. Ah, bestimmt die alte Magias-Tante, die ihn die ganze Zeit anpöbelt. Oh Gott, der Arme. Ist sie hier? Es tut mir voll leid. Well, what was with her anyway? She grabbed my collar. She can't do that. I'm a noble. I mean, I'll not be handled in that manner. Ja, das macht man generell nicht, weißt du. Das hat nichts mit eurem Nobel-Dasein zu tun. Das sollte sie auch bei anderen nicht tun. This is why I can't stand violent commoners. That's not to say I was feeling intimidated by her. Absolutely not. Aha. Ist da jemand vielleicht ein bisschen nervös, auch auf anderer Ebene? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich die unmöglich finde, die Alte. Die junge Alte. Auch wenn die vielleicht einen Grund hat. Aber naja, dafür gibt es gar keinen Grund. Was kann Magias denn verbrochen haben, dass er so angegangen wird? Und scheinbar nicht nur er, sondern auch das Umfeld. Die hat halt generell keine Manieren. Der Hate, die schlechte Erziehung, das richtet sich alles nicht nur gegen Magias. Ach ja, so hieß die. Pederi's been abducted by a bunch of weirdos. I don't like this academy. Everyone here is a monster. What? What? Was hat sie dir eingeflößt? Are you okay, Pederi? Don't worry, I'm coming to save you. Ich glaube, sie muss eher vor sich selbst geschützt werden, aber ist sie jetzt hier drin? Oh mein Gott. Sie und Dorothy, ich weiß nicht, ob das so eine gute Kombo ist. Hier ist so richtig Mädelstreff gerade, ne? Was ist hier los? Warte, ich werde erst mit Dorothy sprechen, bevor ich auf die anderen Mädels zugehe. Was geht hier ab? Erklär's mir. It seems we have some new faces in our club today. On top of that, our book's been selling very well. You should see our customers light up when I tell them what it's really about. How sweet it is to have kindred spirits.
Natürlich. Being able to discuss your interests with other people makes it far easier to fantasy. I mean, is a healthy way to stimulate your imagination. I'm overflowing with ideas about what to write next. Alles klar. Also, Kreativität hat das auf jeden Fall keinen Abbruch getan, eher im Gegenteil. So, und was geht jetzt hier ab? Pattery, erklären Sie sich bitte. I don't know what you're talking about. I'm just here to find the damn Machias. There's no need to be so embarrassed. We're all friends here. Indeed, you're among kindred spirits. You can be honest with us. Wie so eine Sekte. So, is this Machias of yours a pitcher or a catcher? Get away from me, you freaks. So spät, du bist schon mittendrin. Das erinnere ich mich gar nicht mehr. What is this horrible place? It's giving me the creeps. Ja, wenn du das sagst, dann heißt das schon einiges. Let me out of here, I want to go home. I'm never coming back here ever again. Ist wahrscheinlich für alle besser so. Außerdem, wie hieß der da draußen wartet? Kyrgo oder so. Ich glaube, der macht sich auch ein bisschen Sorgen. And yet another kindred spirit joins our ranks. How wonderful. Ich glaube, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ja, ich glaube, die seht ihr bald nicht mehr. Also sagt schon mal Tschüss. We found a young lady who seems to have been searching for this room. Come on in and talk away the hours with us. Ganz ehrlich, Dorothy hat sich echt hier so einen kleinen Club von Psychos aufgebaut, kann das sein? It's better to be honest about yourself and risk embarrassment than live a life fearing what people would think of you. Nothing good comes from hiding your true self from those around you. Honesty is the best policy. More people need to realize that. Das ist eigentlich eine gute Devise. Ändert aber nichts daran, dass ihr hier vermutlich alle ein bisschen Psycho seid. Oder die sind einfach nur nett und die Pattery, die kennt das einfach nicht und ist deshalb überfordert. Ich finde das irgendwie trotzdem alles sehr lustig. So, hier sind wir jetzt bei den Schachleuten und hier wollte die gute Dame eigentlich hin, aber Machias hätte sie ja hier auch nicht angetroffen, scheinbar. It's very fun when you know how to play. If I can get him to learn here, we'll be able to play at home. Das ist doch mal eine gute Ambition. Also vorausgesetzt, ihm macht das auch Spaß. Also nicht ihm, sondern ihr Mann sitzt wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Who would have thought that uniting our clubs could lead to such successful chess classes? I suppose it's true that getting involved is more fun than doing nothing. Tja, kannst du mal sehen. This year's festival has proved to be a worthwhile experience for me. And with that, it's time for me to teach this lady some basic strategy. Und sie nimmt das scheinbar auch dankbar an. Ja, genau, auf der gegenüberliegenden Seite weist Stefan den Mann der alten Dame ein, scheinbar. Your guys' mini concert is this afternoon, right? I heard that Marcus will be on stage, so there's no way I could miss that. Good luck, I'm looking forward to it. Ja, und vor allen Dingen, der steht auch am Mikro, ne? Also der ist ja ganz weit außerhalb seiner Komfortzone, würde ich meinen. I tried asking Marcus about it over and over, but I couldn't get a peep out of him. All I know is he'll be performing. No matter what he's doing though, I'll be there. Good luck today. Dankeschön. Also auch stellvertretend fürs ganze Team, ne? Für die ganze Klasse. I've been interested in chess for a while. I've just never had the opportunity to sit down and play it. I want to learn how the pieces move before I head back for the day at least. Ah ja. I've been interested in chess at least. Okay. Ja, dann müsstet ihr uns irgendwann mal verraten, wenn wir uns denn wiedersehen sollten, wer das Rennen gemacht hat und wer der bessere Schachspieler von euch beiden ist. Ich vermute die Dame, weil sie augenscheinlich einen kleinen Vorsprung hat. So, Trade Points. Habe ich vermutlich keinen Bedarf mehr? Nö, aber reden können wir. I invited my brother to the festival, but he didn't show up. What could he be up to? I figured he'd be back from Crossbell by now. Maybe he got caught up at some really good fishing spot over there. Könnte sein. If you think I'm into fishing, you should see my brother. I bet he's been so caught up in his fishing that he hasn't even noticed Crossbell's declared its independence. Ja. Also schwer vorstellbar, ne, dass jemand noch vernater in das Thema ist als Kenneth, so wie wir ihn kennengelernt haben. Aber Luft nach oben ist ja meistens gegeben. So, Hallöchen. Hier sind wir im Fotografierclub. Und wer seid ihr? Fidelio ist hier. Und die anderen haben keinen Namen. Okay. A lot more people seem to own orbit cameras these days. I can only hope that I can take photos like this someday.
Ja, ach, sicherlich. Das ist gerade alles wahrscheinlich in der Mache und irgendwann wird das Mainstream-Ware in jedem Laden sein. Why are so many of them full of girls, though? All the boys have got their heads cut off or are out of focus or something. Ja, das zu beantworten, das ist, glaube ich, schwierig vor dem Hintergrund deines Alters, aber das liegt am Fotografen augenscheinlich. Belassen wir es dabei. There's going to be both an operetta and a mini concert at the auditorium today. Normally this would be ideal material for our graduation albums, but unfortunately it's Rex taking the photos. I'm sorry guys, it's highly unlikely that any of you will end up in his shots. Ja. Traurig. I have high hopes for both performances. I'm sure Rex will get some great photos of the girls and only the girls. Das ist so, wie können alle das akzeptieren? Ich an seiner Stelle hätte ihm einen ganz klaren anderen Auftrag gegeben. Oder hätte mich da selber hingestellt, um da vielleicht ein paar Fotos zu schießen, damit die ganze Bandbreite auch abgebildet wird. Aber das ist so unangenehm irgendwie. Es ist einfach unangenehm, das ganze Thema. Hi Girl, du siehst so traurig aus. I need to know how she feels. Wer denn? Mag sie uns nicht verraten? Some of the people here are here for really weird reasons. I feel like I'm the only one here who just wants a fortune told. Was sind denn die Reasons, warum andere hier sind? Habe ich irgendwas verpasst? Hi, old man. Some scumbag conned me 20 years ago. But today I'm finally going to find out who he is. Bezieht die Dame hier in der Mitte sich eventuell auf den Old Man neben ihr? Ich weiß nicht. Oh, wer sitzt denn hier? Eine Woman unbekannten Namens. I can see everything. You're fascinated by the mysterious humanoid that was found in the old schoolhouse last night, aren't you? I have no idea what you're talking about. WTF. My apologies. That's my fascination, not yours. Oh, Beryl, ernsthaft? Are you aware this Academy's mysteries don't end with the famous 7? There's another grimmer, darker set. Doesn't the thought of it just thrill you? Hä, was macht sie jetzt hier? Soll sie nicht die Fragen der Leute beantworten? Sure, so are you actually going to tell my fortune or... Ah ja, okay. Beryl, das sah beim letzten Mal ein bisschen professioneller aus. Sie ist schon wieder voll in ihrem Psychomodus. Die arme Frau hier. Achso, das wiederholt sich jetzt. Okay, ein und derselbe Dialog, egal mit wem man spricht, alles klar. Ich dachte, die Frau richtet noch ein paar Worte persönlich an uns und fragt uns, was Beryl für eine komische Person ist oder so. Irgendwas in die Richtung, aber nix da. So, dann sind wir mit dem Union Building auch durch. Und dann ist als nächstes die Library, glaube ich, dran, ne? Wenn man diesem Zirkel jetzt folgt, den ich hier ablaufe, im Uhrzeigersinn. Wir konnten doch vorhin irgendein Schild lesen, oder? Doch, dort bei den Horses, da ging das. Aber scheinbar war das auch das Einzige. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier in dieser wunderschönen Library den Part beenden und wir werden beim nächsten Mal mit der Umrundung weiter fortfahren und diese vermutlich auch abschließen. Ich habe das Gefühl, dass wir die meisten NPCs tatsächlich hier draußen schon angetroffen haben, aber wir werden sehen. Ich bedanke mich für eure Zeit und fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!